Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Kolorationstutorial. Heute zeige ich euch, wie ich die Haare koloriere und versuche dabei, euch die einzelnen Schritte zu erklären. Vorab eine kleine Info. Als Papier verwende ich 190 Gramm Zeichenkarton vom Zeichencenter Ebeling und 3 verschiedene Copic-Farben. Den Anfang macht die Farbe Peony RV69. Die anderen beiden werde ich im Laufe noch vorstellen. Ich fange meistens an den Haarspitzen an und bewege den Stift dabei so, dass die Farbe nach oben hin weniger verläuft und das möglichst in schnellen Bewegungen. Diesen Schritt wiederhole ich auf den anderen Spitzen und versuche die Striche immer ein wenig anders verlaufen zu lassen. Aber nach Möglichkeit so, dass der Glanz, also das, was wir weiß lassen, ungefähr auf der gleichen Höhe liegt. Ich markiere hier die obere Kopfmitte als kleine Orientierung. Dazu später aber mehr. Zwischen der Markierung lasse ich Platz und fange weiter unten an, weiter zu kolorieren. Es ist im Prinzip der gleiche Schritt wie an den Haarspitzen. Nur lasst ihr diesmal die Farbe nach unten hin verlaufen. Lasst dabei ruhig ab und zu weiße Linien dazwischen. Zum Kopfrand mache ich nur noch große Striche mit etwas Abstand dazwischen. Jetzt geht es in der Kopfmitte weiter, wo ich zuvor die Markierung gesetzt habe. Von dort aus mache ich jetzt eine kreisförmige Farbverteilung. Stellt euch dazu einfach eine Palme vor. Falls es euch schwerfällt, so zu kolorieren, dreht zwischendurch einfach das Blatt, damit ihr besser die Linien ziehen könnt. Am oberen Kopfrand lasse ich wieder eine lange Lücke, dazu gleich mehr. Jetzt wird erstmal der obere Kopfteil ausgearbeitet. Von der Mitte mache ich wieder den Verlauf. Diesmal verblende ich dabei die unschönen Striche. Denkt immer daran, dass nicht alles beim ersten Strich perfekt sitzen muss. Man kann am Ende immer noch was ausarbeiten, daher lieber etwas gröber anfangen und sich Schritt für Schritt vorarbeiten. Ein paar weiße Zwischenlinien sollten trotzdem drin bleiben. Wenn sie etwas schmaler sind, wirkt es sogar eleganter. Zu den seitlichen Kopfrändern sollte der Glanz immer etwas schmaler verlaufen. So ergibt sich ein schöner und dynamischer Verlauf. Versucht ein wenig auf die Fließrichtung der Haare zu achten, sodass die Koloration nicht so steif aussieht. Also niemals nur die Linien gerade ziehen, sondern immer mit einem gewissen Schwung locker aus dem Handgelenk. Jetzt werden auch die restlichen Linien verfeinert, dabei die schnelle Bewegung beibehalten.
Der Glanz in den Haaren sollte nicht zu breit werden. Nun lasse ich wieder eine weiße Verbindungslinie da, wie auch im Pony. Ungefähr auf der Mitte der Haarlänge setze ich wieder Markierungen. Sie dienen wieder zur Orientierung, wie auch oben auf dem Kopf. Jetzt werden einfach die Schritte wiederholt. Denkt an den Schwung der Haare, folgt der Bewegung. Das Ganze wird auf der anderen Seite wiederholt. Ich achte dabei auf die weißen Linien, die sich über das Haar ziehen, also diese schönen, eleganten Linien.
Das wär's soweit. Ihr könnt nun mit der gleichen Farbe noch einmal drüber gehen, um Linien zu verfeinern oder um dunklere Übergänge zu schaffen. Damit der Glanz nicht ganz so hart wirkt, könnt ihr mit einer helleren Farbe etwas verblenden. Ratsam wäre das an solchen Stellen. Für die Verblendung habe ich die Farbe Shock Pink RV04 benutzt. Geht mit der Farbe relativ schnell drüber, da die Verblendung sonst zu hart wird. Jetzt wirkt es von den Übergängen weicher. Man kann jetzt auch noch mit einer anderen, helleren Farbe darüber gehen und die andere, hellere Farbe weiter verblenden. Man hat halt nicht immer nur diesen weißen Glanz in den Haaren, sondern auch Farbe. Die hellste Farbe, die ich hierfür verwendet habe, ist Pale Pink RV10. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und was ihr ganz gerne als nächstes von mir sehen möchtet. Also lasst mir ruhig Feedback da und eine schöne Bewertung, keine Ahnung, viel Liebe und bis bald!